Hallo meine Lieben, ich habe euch ja schon mal gezeigt, wie ihr Stoffe selber sublimieren könnt, die aus Polyester sind. Und heute habe ich auch so einen Stoff, einen sehr speziellen, schön glänzigen Stoff. Und damit werden wir einen Geschenkbeutel nähen und den eben auch sublimieren. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Ich hatte euch ja schon in einem Video gezeigt, wie ihr Stoffe, die aus Polyester sind, mit einem mindestens 80% Polyesteranteil, dass ihr die auch sublimieren könnt. Und einer dieser Stoffe, den ich da gezeigt habe, ist dieser Satin-Stoff, weil der glänzt so wunderbar und ich dachte mir, für die Weihnachten ist das ein super Stoff. Und wir machen einen wirklich simplen Geschenkbeutel. Den kriegt ihr auch als Näheinsteiger hin. Und ich habe hier einfach zwei Stücke, die gleich groß sind. Die sind 52 cm in der Länge je und 17 cm in der Breite. Na, einfach zwei Stücke. Die legen wir auch gleich schon rechts aufeinander und stecken die an den oberen Kanten fest. Und was wir hier auf beiden Seiten machen, ist einmal gerade runter zu nähen. Das heißt, 1 cm Nahtzugabe, am Anfang verriegeln, runternähen, wieder verriegeln und das auch auf dieser Seite. Und dann könnt ihr auch schon hingehen und die Kanten auseinanderbügeln, dann liegt er nachher auch ein bisschen schöner. Das mache ich jetzt kurz. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times. We'll be chill. Wenn ihr das gemacht habt, dann solltet ihr hier jetzt so einen Schlauch haben. Und jetzt stecken wir das Ganze zusammen und da guckt ihr einfach, dass ihr die beiden Nähte schön übereinander liegen habt. Und die beiden Nahtzugaben gehen auseinander. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas. Und bevor wir das hier jetzt nähen, brauchen wir zwei Sachen. Wir brauchen einerseits eine Wendeöffnung in einer der Taschen. Da nehmt ihr am besten die Innentasche. Also ihr definiert, welche Seite die Innen-, welche die Außentasche ist. Bei mir wird das hier sein und die mache ich auch gar nicht groß, weil der Stoff ist sehr beweglich. Da machen wir 5 cm, reicht eigentlich. Und auf der anderen Seite brauche ich ab dieser Kante 5 cm. Das heißt, sie legt den Lineal hier auf die Naht drauf und dann macht ihr auf beiden Seiten eine Markierung. Und dann bei 6 cm auch nochmal eine. Dann müsstet ihr hier einen quasi Platzhalter für den Tunnel haben von 1 cm. Und was wir jetzt nähen ist, ihr könnt hier anfangen, verriegeln, mit 1 cm Nahtzugabe alles runternähen, bis hier zu dieser Öffnung. Da verriegelt ihr. Dann fangt ihr hier wieder an, verriegelt, näht alles runter, weiter runter, 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 bis ganz unten. Da verriegelt ihr. Dann die andere Seite, anfangen verriegeln,
nähen, bis ihr zur Wendeöffnung kommt. Da verriegelt ihr, dann startet ihr hier wieder, verriegelt, näht runter, 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 bis ihr hier zu diesem Tunnel kommt, da auch wieder verriegeln, dann startet ihr diesen 1 cm weiter unten, da startet ihr wieder, verriegelt und näht wieder alles runter und da unten verriegelt ihr das Ganze auch wieder. Chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. This Christmas, we're gonna dance. We're gonna dance, 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 come on. Dance. We're gonna dance, dance, have a good time. Dance, dance, all night long. We're gonna dance, dance, and have a good time. I think Santa's gonna come and join us in this song. Das habe ich alles genäht und da der Stoff schon sehr stark ausfranst, mache ich das so, dass ich hier mit einer Zickzackschere das Ganze noch ein bisschen zurückschneide. Und dann können wir das Ganze über die Wendeöffnung auch schon wenden. Und wenn ihr das gewendet habt, könnt ihr hier die Wendöffnung, die ihr habt, auch noch kurz abstecken und dann werden wir die auch knappkantig noch kurz mit der Nähmaschine nähen, damit wir die da auch gleich schließen können. Und genau, das mache ich hier noch kurz, die zunähen. Wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr hier 2 Beutel quasi und jetzt könnt ihr da, wo ihr die Wendeöffnung habt, den könnt ihr in den anderen reinstülpen. Und wir versuchen einfach innen drin die Ecken schön übereinander zu bringen. Und dann können wir hier oben die Naht auch schön aufeinander legen und das auch noch kurz abstecken. When it's dark from so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? Und was ihr euch auch kurz markieren könnt, ist da, wo ihr diese Öffnung gemacht habt, na, dass das schön liegt. Und damit das Band nachher schöner rutscht, gucke ich, dass eine Wendeöffnung oder eine Öffnung in die Richtung geht, innen drinne, das was ich umgelegt habe, und die andere in die andere Richtung, ne? So dass ich hier wirklich die Nahtzugaben so ein bisschen auseinander friemel. Und die könnt ihr auch gleich kurz abstecken. Jetzt gucken, dass die richtig liegt. Wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me. Und das ist genau das, was wir jetzt noch abnähen müssen. Das heißt, einmal oben würde ich hier knappkantig einfach den Rand abnähen. Und dann näht ihr einmal auf der Höhe.
Das heißt, ich mache das jeweils so, dass ich das einfach auf die Nähmaschine, auf den Arm spanne und dann markiere ich diese Stelle mit dem, also da, wo dann die Nadel liegt, markiere ich mir die Stelle mit einem Washi-Tape. Dann kann ich nämlich ringsherum nähen und bleibe immer auf derselben Höhe. Und dasselbe mache ich dann mit dem hier. Das heißt, wir nähen jetzt dreimal ringsherum. Einmal hier oben, dann einmal auf der Höhe von der Öffnung und noch einmal auf der Höhe des anderen Endes der Öffnung. So, dass wir hier dann auch einen Tunnelzug drin haben. Little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes? Until winter comes? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Makes me wonder. Ooh, I wonder. Und so haben wir eigentlich schon unseren Beutel. Bevor wir jetzt aber das Band reinmachen, will ich hier ja drauf noch sublimieren. Und ich habe das Motiv, das ist eins von Stuff Deluxe, das habe ich bei glück.de gekauft. Und habe da zwei einfach auf einer A5-Seite ausgedruckt. Und wenn ich so ein bisschen Angst habe, dass ich diese scharfen Kanten im Stoff drinne sehe, wenn ich das presse, dann mache ich das ganz einfach so, dass ich die Kanten abreiße. Ne? Einfach entlang des Motives das Papier reißen. Und dann habt ihr nicht mehr diese harten Kanten. Und jetzt können wir das hier mal gucken, das wird oben zusammengezogen, von dem her versuche ich das eher im unteren Bereich zu platzieren. Ich glaube, ich zeichne hier kurz mit dem Bleistift eine der Linien nach, damit ich das ein bisschen besser von der Rückseite sehe. Das ist halt dann das Thema, wenn ihr die Kanten reißt, dann habt ihr keinen Anhaltspunkt mehr von der Orientierung her. Weil wenn ich das so jetzt aufbringen würde, wüsste ich, wenn ich das hier gerade anlege, dann passt es. Habe ich so nicht mehr. Was ihr auch machen könnt, ist, bevor ihr das überhaupt anreißt, dass ihr das so hinlegt und mit einem Lineal hier gerade entlang dieser Linie gerade einen Strich drüber macht. Das hilft dann auch zur Orientierung, dass ihr das dann eben wieder richtig drauf legt. So, versuchen wir das nochmal. Ich würde sagen, hier passt es. Dann machen wir das mit dem hitzeresistenten Klebeband fest. Und ich werde das bei 200 Grad für 60 Sekunden pressen. Kurz gucken, dass mir hier die Nähte nicht in den Weg kommen. Sollte eigentlich gehen. Wenn ihr das Problem habt, dass ihr Nähte habt, die stören, dann müsst ihr mit einem Ausgleichkissen arbeiten. Ich glaube, ich muss das sogar machen. So, versuchen wir das. Ich habe heute ein glückliches Händchen. Das hatte knapp drauf gepasst bei der Nähmaschine, dass ich das um den Arm herum gekriegt habe. Und hier passt es wunderbar, dass ich das Kissen reinmachen kann. Richtiger Glückstag heute. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Backtapepapier. Und so presse ich das eben bei 200 Grad für 60 Sekunden.
Ich würde das normalerweise ein bisschen liegen lassen und abkühlen lassen, aber das hat sich so ein bisschen gehoben und ich hatte Angst, dass das weiter sublimiert. Von dem her habe ich das weggenommen, auch wenn es heiß war. Da hilft es jeweils, wenn ihr so eine Pinzette habt. Und jetzt können wir eigentlich hier noch unser Band einziehen von beiden Seiten. Da nehme ich einfach eine Nadel, eine größere. Upsi. Und dann gehe ich hier einmal von einer Seite rein. Dann hier nicht raus, sondern einfach weiterziehen. Und dann geht ihr da wieder raus, wo ihr rein seid. How come the stars come to shine when it's dark? Und dasselbe macht ihr noch von der anderen Seite. Das heißt, hier von der Seite rein. Hier durchziehen. Hilft natürlich, wenn das eine stumpfe Nadel ist, ne? Nicht eine spitzige. Und dann gehen wir auch da wieder raus, wo wir rein sind. Far away and show us where we are. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Und dann könnt ihr hier das Band verknoten. Am besten so auf beiden Seiten so ein bisschen gleiche Höhe oder gleiche Abstand. Hier. Und damit euch das Band an den Enden nicht ausfranst, könnt ihr das so ein bisschen zurückschneiden, so viel wie es braucht. Und dann mit dem Feuerzeug kurz ein bisschen verschweißen, sodass das so ein bisschen schmilzt und das quasi versiegelt ist. I just wonder. It really makes me wonder. So, und jetzt, damit ihr das Resultat noch von nahem seht, ne? Das ist die Sublimation. Und ich sehe hier selbst, wo ich das abgerissen habe, sehe ich ein bisschen von dieser Kante. Aber definitiv besser, als wenn ich diese Kanten nicht abgerissen hätte. Und na, da könnt ihr jetzt ganz einfach das Ding mit Inhalt füllen, zusammenziehen. Und dann habt ihr hier einen hübschen Geschenkbeutel, den ihr selber genäht habt und selber mit dem entsprechenden Motiv, was ihr gerne mögt, sublimieren könnt. Ne? So einfach habt ihr einen hübschen Geschenkbeutel gemacht und ich finde eben, na jetzt von dem Stoff her, das ist super, jetzt auch für die Weihnachtszeit, weil das so schön glänzt. Ne? Das war die Idee für heute, die Geschenkverpackung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Idee und dass ihr da Lust habt, das selber auch auszuprobieren und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!